Servus, hier ist Chris Strobel, der Software Factory Guy. Heute räumen wir mit dem größten Missverständnis der AI-Transformation auf. AI, SDLC, ist nicht Agile mit KI. Wer glaubt, man nimmt seine Sprints, packt Copilot dazu und ist fertig, der beschleunigt nur sein Chaos. Was 80/90 mit dem Software Factory Modell baut, ist ein fundamental anderer Software-Lebenszyklus und genau den schauen wir uns heute an. Fangen wir ehrlich an. In den meisten Unternehmen sieht, wir machen jetzt AI so aus. Gleiche Sprints, gleiche Jira-Tickets, gleiche Prozesse. Nur, dass die Entwickler jetzt Copilot oder Cursor haben, das ist keine Transformation. Das ist Agile mit einer schnelleren Tastatur. Und das Ergebnis mehr undokumentierter Code in kürzerer Zeit. Ihr habt das Problem nicht gelöst. Ihr habt es beschleunigt. Der Backlog wird schneller abgearbeitet, aber die technische Schuld, der Doku-Drift, das Wissen, das nur in Köpfen existiert, alles wächst mit. Warum bricht Agile gerade? Ganz einfach, Agile wurde für menschliche Engpässe designt. Schätzen, Sprints, Stand-ups, Velocity, das alles existiert, weil Menschen langsam coden und man diese Arbeit koordinieren musste. Aber wenn Agenten den Code schreiben, ist Codieren nicht mehr der Engpass. Der Engpass wandert nach vorne, zur Spezifikation und nach hinten zur Verifikation. Genau die zwei Dinge, die Agile nie priorisiert hat. Dazu kommt das Erbe von Move Fast, Break Things. Und das sagt ausgerechnet Chamath Palihapitiya, der diese Kultur bei Facebook mitgeprägt hat. Der Software Development Lifecycle hat seinen Weg verloren. Doku galt als uncool, Wissen liegt als Tribal Knowledge in Köpfen. Und wenn Leute gehen, geht das Wissen mit. Mit K-Thieves in diesem System bekommt ihr eines: schnelleres Chaos. Der eigentliche Shift ist ein anderer, vom Handwerk zur Fabrik. Chamaths Analogie ist die Tesla Gigafactory. Vorne kommt Rohmaterial rein, hinten fahren fertige Autos raus. Bei der Software Factory kommt vorne rohe Intention rein, Meetings, Strategiedecks, neue Gesetze, Businessziele und hinten kommt produktionsreife Software raus. Dazwischen keine Sprints, sondern logische Stationen mit Qualitätskontrollen. Ein Fließband für Software. Das klingt unromantisch und genau das ist der Punkt. Fabriken sind vorhersagbar, auditierbar und skalierbar. Handwerk ist es nicht. Schauen wir uns die 5 Stationen an. Station 1, die Refinery. Ihr kippt alles rein. Zoom-Aufnahmen, Dokumente, Regulatorik. Die Kearney destilliert daraus strukturierte Anforderungen. Station 2, das PRD, ein hochpräzises Anforderungsdokument. Und zwar nicht vom Product Owner allein. Menschen und Agenten arbeiten im Multiplayer-Modus daran, debattieren, approven, verwerfen. Station 2.5, der Engineering-Plan. Bevor gebaut wird, zeichnet der Architekt den Bauplan, Fundament, Verkabelung, Statik, übersetzt, Systemdesign, Schnittstellen, Datenmodell. Station 4, die Work Orders. Präzise Arbeitsaufträge wie GitHub-Issues mit strikten Leitplanken, denn genau daran ist Vibe-Coding gescheitert. Agenten sind exzellent, wenn die Spec präzise ist. Und Station 5, die Coding Agents selbst. Modellagnostisch über MCP, Claude, Codex, Cursor, Cognition. Die These von 80/90. Diese Tools konvergieren sowieso. Der Skill liegt nicht im Agenten, sondern im System drumherum. Und hier kommt das Herzstück Binding. In der Agile-Welt leben Doku und Code getrennt. Nach 6 Monaten stimmt nichts mehr überein. Das kennt jeder von euch. Im Factory-Modell ist alles bidirektional gebunden. Das Beispiel aus dem Podcast: Ein Engineer kriegt um 3 Uhr nachts eine Pager-Duty, patcht direkt in Production. Das System erkennt das und zieht Work Order, Engineering Plan und PRD automatisch nach. In beide Richtungen. Immer. Merkt euch den Satz: Der Sync ist das Produkt, nicht der Code. Für alle in regulierten Branchen ist das hier der entscheidende Teil. Governance ist im Factory-Modell kein nachgelagertes Compliance-Theater, sondern eingebaut. Das Beispiel: ein regulierter Healthcare-Kunde. Ein Gesetz ändert sich, das Gesetz wird in die Refinery gefüttert, das System erkennt den Diff zum bestehenden PRD, propagiert die Änderung automatisch durch Engineering Plan und Work Orders und Menschen reviewen und approven jeden Schritt mit vollständigem Audit Trail. Das ist das Level, das Finance, Pharma, Versicherungen und Behörden brauchen. Kein Vibe-Coding-Spielplatz, ein Kontrollsystem. Stellen wir es nebeneinander: Agile mit KI, Sprints, II, SDLC,
kontinuierlicher Flow durch Stationen, Agile User Stories, 3 Sätze auf einer Karte, Factory, hochpräzise PRDs von Agenten mitverfeinert, Agile, Velocity als Metrik, Factory, Durchsatz plus garantierter Sync, Agile, Doku optional meist veraltet, Factory, die Doku ist der Quellcode der Fabrik, Agile, Retro alle 2 Wochen, Factory, ein Flywheel, jede gebaute Software macht über den Knowledge Graph die nächste besser, Agile, Toolentscheidungen, Vendorwetten, Factory, ein modellagnostischer Control Plane, über allem. Das ist keine Prozessoptimierung, das ist ein anderes Betriebsmodell. Was heißt das konkret für euch als IT-Führung? Erstens, steckt keine KI-Tools in alte Prozesse, denkt den Prozess neu, sonst kauft ihr Beschleunigung für ein kaputtes System. Zweitens, bereitet eure Organisation auf neue Rollen vor, weniger Tickets schieben, mehr spezifizieren und reviewen. Die wertvollsten Leute werden die Anforderungen präzise machen können. Drittens, denkt Governance von Anfang an mit. Sie ist nicht die Bremse, sie ist der Grund, warum der Vorstand das Projekt freigibt. Und viertens, pilotiert mit einem abgegrenzten Workflow statt Big Bang. Ein Prozess, ein Team, messbare Ergebnisse. Und von da aus skalieren. Fassen wir zusammen. Agile hat Software-Teams organisiert. Der AISDLS organisiert Softwareproduktion. KI in alten Prozessen beschleunigt nur das Chaos. Die Factory macht Spezifikation, Sync und Governance zum Kern. Und gewinnen wird nicht, wer die meisten Tools kauft, sondern wer den Prozess zuerst umstellt. Wenn auch Sie in Ihrem Unternehmen 80/90 einführen wollen und dadurch Ihre IT zu einer Software Factory machen wollen, buchen Sie gerne ein kostenloses Erstgespräch auf softwarefactoryguy.com. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und wenn ihr keine Updates zu 80/90 und Software Factories verpassen wollt, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Video.